Die Kauflaune der deutschen Verbraucher trübt sich weiter ein. Das Barometer für das Konsumklima im März sank überraschend auf minus 24,7 Punkte von revidiert minus 22,6 Zählern im Vormonat. Nach der Studie der Nürnberger Institute GfK und NIM legten die Konjunkturerwartungen im Februar zwar zu, die Einkommenserwartungen und die Anschaffungsneigung waren jedoch rückläufig. Auch die Sparneigung nahm demnach zu. Und dazu begrüße ich den für die Studie verantwortlichen Konsumforscher Rolf Bürkl. Herr Bürkl, unterm Strich kommt also ein negatives Konsumklima heraus, das weiter zurückgegangen ist. Was sind die Ursachen dafür, dass sich die Verbraucherstimmung in Deutschland weiter eingedrückt hat? Ja, nach wie vor ist die Verunsicherung bei den Verbrauchern ausgesprochen groß. Es kommen jetzt auch geopolitische Faktoren zunehmend hinzu durch die Amtseinführung von Donald Trump und seiner Handelspolitik. Das betrifft natürlich auch die Verbraucher. Denn entsprechend werden natürlich für die Exportnation Deutschland die Exporte sich verteuern. Das ist ein Problem. Hinzu kommt jetzt zunehmend auch Sorgen um den Arbeitsplatz bei vielen Beschäftigten. Die Zahl der Insolvenzen soll stark ansteigen und es gibt natürlich auch zunehmend Meldungen über Arbeitsplatzabbau, Produktionsverlagerungen, vor allem in der Automobilindustrie und deren Zulieferern. Was müsste denn jetzt eine neue Bundesregierung tun, damit sich das Konsumklima in Deutschland wieder aufhält? Also ganz entscheidend wird sein, Zukunftsperspektiven und Planungssicherheit wiederherzustellen, auch bei den Verbrauchern, nicht nur bei den Unternehmen. Und dazu gehört es, dass möglichst zügig eine funktionierende Regierung gebildet wird, die dann auch relativ rasch einen Haushalt verabschiedet, weil in dem Haushalt wird ja in der Regel auch immer festgelegt, was an B- und Entlastungen auf die Verbraucher in diesem Jahr zukommt. Und über diesen Haushalt hinaus natürlich auch entsprechend auch mittelfristig eine klare Richtung vorgeben durch die Regierung und was die Verbraucher auch in den nächsten Jahren zu erwarten haben. Sagt Rolf Bürkl, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Gerne. Gute Geschäfte bei Deutschlands größter Klinikkette Helios und mit Arzneien haben dem Gesundheitskonzern Fresenius ein kräftiges Gewinnplus beschert. Das bereinigte Operative Ergebnis legte um 10% zu auf 2,5 Milliarden Euro. Der Umsatz kletterte im Gesamtjahr um 6% auf 21,5 Milliarden. Die Aktionäre sollen wieder eine Dividende erhalten von €1 je Aktie, nachdem sie im Vorjahr wegen der Inanspruchnahme von Energiekostenhilfen bei Helios leer ausgegangen waren. Und das alles kommt bei der Aktie von Fresenius sehr gut an. Mit einem Plus von aktuell 7,7% ist sie Spitzenreiter im DAX. Und dazu und zu anderen Zahlen aus dem DAX begrüße ich den Marktexperten Andreas Lipkow. Herr Lipkow, was verheißen diese Zahlen für die weiteren Aussichten der Fresenius-Aktie? Ja, da vielleicht kann man ganz klar sagen, hier sind sehr, sehr viele Überraschungsmomente gewesen. Zum einen natürlich, dass die bisher immer so ein bisschen wie ein Klotz am Bein Dasein gewesene Krankenhaussparte, sprich die Helios-Kliniken, jetzt durch Kosteneinsparungen und natürlich auch andere Maßnahmen, Restrukturierung in die Gewinnzone mitgekommen sind und dahingehend so ein bisschen das Gröbste, das Tal der Tränen zu durchschritten gewesen ist. Und wir sehen natürlich auch jetzt wieder eine Dividendenzahlung. Das heißt, die Aktionäre von Fresenius bekommen eine Dividende und das natürlich positiv, weil Fresenius ja jahrzehntelang als quasi Value-Wert galt und durch die Dividendenzahlungsaussetzung so ein bisschen diesen Status verloren hat. Jetzt also wieder zurück in den Club der Value-Wert und damit auch der Dividendenzahler und natürlich attraktiv für Investoren. Das sieht man ja sehr gut an den Kursreaktionen heute. Eine Bilanz gab es auch von der Münchner Rück. Da haben die Milliardenschäden aus den Waldbränden in Los Angeles die Münchner Rück für 2025 nicht von ihrem Rekordkurs abgehalten. Im abgelaufenen Jahr schnellte der Nettogewinn des weltgrößten Rückversicherers um 23% auf den Rekordwert von 5,7 Milliarden Euro und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Für die verheerenden Waldbrände in Los Angeles Anfang des Jahres muss die Münchner Rück mit rund 1,2 Milliarden Euro einstehen, wie sie heute mitteilte. Trotzdem hält sie an dem Ziel fest, den Gewinn in diesem Jahr auf 6 Milliarden Euro zu steigern. Einen Großteil des Gewinns aus dem vergangenen Jahr will die Münchner Rück an die Aktionäre weiterreichen, insgesamt 4,6 Milliarden Euro.
Die Dividende soll deutlich stärker als von Analysten erwartet um 5 auf 20 € je Aktie erhöht werden. Zudem will die Münchner Rück eigene Aktien für 2 Milliarden € zurückkaufen. Und das alles kommt bei der Aktie der Münchner Rück heute auch sehr gut an. Wir sehen aktuell bei diesem Schwergewicht im DAX ein Plus von 5,1%. Herr Lipko, wie sehen Sie hier die weiteren Aussichten nach diesen Zahlen und den Geschenken für Aktionäre für die Münchner Rück-Aktie? Ja, bei der Münchner Rück kann man natürlich attestieren, dass die Schäden aus der Vergangenheit sozusagen die Gewinne der Zukunft sind. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen skurril an, aber es ist tatsächlich so, weil man muss ja sehen, dass zum Beispiel durch die Brände in Kalifornien dann eben zukünftig auch die Prämien natürlich größer bzw. teurer werden und dahingehend dann in Zukunft der Konzern dadurch mehr Einnahmen, mehr Prämien auch generieren wird. Insgesamt Münchner Rück sich ja in den letzten Jahren ja als hervorragend aufgestellter Rückversicherungskonzern immer wieder gut dargestellt und gut präsentiert. Also man kann sagen, hier haben die Zahlen das Ganze nochmal bestätigt. Und im Vorfeld war natürlich durch diese verheerenden Brände und durch die Naturkatastrophen die Sorge groß, dass hier größere Belastungen auf den Konzern zukommen. Das ist aber ausgeblieben, sodass die Aktien auch heute demzufolge mit zu den Gewinnern im DAX gehören und damit natürlich auch den Gesamtmarkt nach oben bringen. Und dann wollen wir auch noch über die deutsche Volksaktie Nummer 1, die T-Aktie, sprechen. Gestützt auf einen anhaltenden Kundenzustrom hat die Deutsche Telekom Umsatz und Gewinn im vergangenen Jahr erneut gesteigert. Der Konzernumsatz stieg 2024 um 3,4% auf 116 Milliarden € und der bereinigte operative Gewinn um 6,2% auf 43 Milliarden €. Für das laufende Jahr stellte das Unternehmen einen Betriebsgewinn von rund 45 Milliarden in Aussicht. Analysten hatten hier allerdings auf mehr gehofft. Und auch deshalb die Telekom-Aktie heute etwas unter Druck. Mit einem Minus von 2,6% ist sie heute Schlusslicht im DAX. Andreas Lipko, die T-Aktie hatte ja aber zuletzt auch einen richtig guten Lauf. Sind das also heute eher Gewinnmitnahmen und wird sich dieser gute Lauf der Aktie dann bald wieder fortsetzen? Herr Deffner, Sie haben vollkommen recht. Schaut man sich den Aktienchart von der Deutschen Telekom an, dann sieht man hier, dass die im Vorfeld schon sehr, sehr gut gelaufen sind. Wir haben hier T-Mobile USA, die maßgeblich auch für diesen Erfolg im Kursverlauf natürlich verantwortlich. Das Geschäft in den USA boomt. Die Deutsche Telekom profitiert eben von der Tochtergesellschaft und dahingehend ist das natürlich auch ganz, ganz groß, zum Großteil schon in den Aktienkursen kommentiert. Wir sehen momentan so ein bisschen natürlich die Tendenzen, auch wenn so die Story fehlt. Also wir hatten im vergangenen Jahr den Verkauf der Funkmasten, hat nochmal eine Sondersituation geschaffen bei dem Konzern. Momentan kommt man so wieder so ein bisschen zurück auf normal Null. Und da müssen natürlich die Investoren auch schauen, was für eine Equity-Story sich in den kommenden Quartalen darstellt. Und da sieht man bei der Telekom eigentlich nur, das gut laufende Geschäft, hohe Abhängigkeit eben natürlich zu T-Mobile bei USA. Und dann nimmt man dann doch mal die ein oder anderen Chips vom Tisch, nimmt Gewinne mit. Und demzufolge sieht man das sehr gut, dass heute die Aktien ja auch im Minus am DAX-Ende zeitweise waren. Sagt Andreas Lipko. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Ich bedanke mich auch. Grüße nach Berlin. Und dann gab es auch noch Zahlen von E.ON, die wir auch nicht verschweigen wollen. Deutschlands größter Stromversorger und Netzbetreiber hat im vergangenen Geschäftsjahr seine Ziele erreicht und erneut einen Milliardengewinn erwirtschaftet. Der bereinigte operative Gewinn ging zwar um 3% zurück. Analysten hatten allerdings einen noch stärkeren Rückgang erwartet. Das Mittelfristziel wurde angehoben und aufgrund all dessen liegt die E.ON-Aktie aktuell zu um 2,7%. Und die vielen guten Unternehmenszahlen, aber auch die Hoffnung auf eine Wirtschaftswende nach den Neuwahlen und auf Investitionsschübe durch eine wie auch immer geartete zusätzliche Neuverschuldung und schließlich die Hoffnung auf Frieden in der Ukraine, die treiben den DAX heute kräftig nach oben. Insgesamt aktuell ein Plus von 1,4%.